Hallo, mein Name ist Sebastian, ich bin Spieleentwickler und heute machen wir ein kleines Tutorial, da geht es um ein Custom Height Attribut, also um ein Custom Attribut, ein eigenes Attribut. Nicht so wie hier ist ein Beispiel. Serialize Field, das wäre kein eigenes Attribut, sondern eins von Unity. Und dieses Hide a False, um das es heute geht, das ist ein eigenes Attribut. Und zwar sorgt es dafür, dass bestimmte Properties im Inspektor verschwinden, wenn wir sie nicht brauchen. Also das heißt, ich habe hier zum Beispiel ein Bool Use Start Position und hier unten ist ein Player Prefab, jetzt nur mal so als Beispiel. Und wenn ich das hier nicht brauche, dass ich die Start Position nicht nutzen will, also keine Start Position als Vektor 3 angeben will und auch kein Walk Path on Awake haben will, also dass ein Spieler losläuft, das ist jetzt, ja, ist wie gesagt nur ein Beispiel, dann wäre es ja schön, wenn ich das gar nicht erst im Inspektor sehe. Das irritiert ja nur, ne? Und das ist jetzt hier so, ich kann das, wenn ich das ausschalte, dann ist das weg. Wenn ich das einschalte, ist das da. Also wenn dieses zugehörige Bool false ist, dass wir das nicht nutzen wollen, die Start Position, dann sind auch alle Properties, die dazugehören, weg. Also alle Properties, die hier dieses Hide if false Use Start Position besitzen, dieses Attribut. Und wie ihr seht, hat Player Prefab hier unten kein solches Attribut, also Player Prefab bleibt stehen und das tut es ja so auch. Also das ist eine ganz nützliche Sache, seht ihr vielleicht genauso. Und es ist auch nicht weiter schwierig und ich zeige euch, wie man das machen kann. Und zwar gehe ich jetzt in das Skript. Hier ist dieses Testskript, wo ihr den Ausschnitt eben gerade schon gesehen habt in Unity als Bild. Brauche ich also nichts weiter zu sagen. Dann ist hier also dieses Attribut. Erstmal wollen wir, dass das Ganze nur geht, wenn wir im Unity Editor sind. Dann haben wir hier das Attribut selbst. Das heißt Hide if false. Also hier, ne? Hide if false. Und das Erb von Property Attribute. Und es hat ein String Bool Property. Das ist dann dieses, in dem Fall Use Start Position. Das kann natürlich auch jede andere Bool Property sein, ne? Gut, dann haben wir hier den Konstruktor Hide if false mit dem String Bool Property. Das wird dann zugewiesen zu dem Member Bool Property hier. Und das war's. Also da passiert jetzt gar nichts weiter. Das eigentliche passiert dann hier im Property Drawer. Und zwar heißt die Klasse Hide Property Drawer. Die Erb von Property Drawer ist eine Unity Editor Klasse. Also ihr braucht hier sowieso Unity Editor. Gut, dann haben wir zuerst, kommen wir mal ganz unten, fangen wir da mal an. Hier Get Conditional Attribute Result. Also hier wird geschaut, ob dieses Bool Property true oder false ist. Also erstmal haben wir die Variable enabled ist true. Dann ist es so, dass diese Properties einen Pfad haben, den habe ich hier mal ausgeben lassen. Und den können wir uns auch da mal kurz angucken in Unity. Der ist hier unten. Walk Path on the Wake wäre zum Beispiel jetzt einer. Das wäre der Pfad von diesem Bool hier, ne? Das heißt, wenn wir jetzt dieses hier haben wollen, aber hier stehen ja die Attribute davor, also hier vor und hier vor steht ja dieses Attribut, ne? Also hier Start Position und davor steht dieses Hide if false. Da müssen wir, und wir wollen ja nicht die haben, wir wollen ja nicht wissen, ob das true ist ja auch gar kein Bool, sondern wir wollen wissen, ob das true ist. Und jetzt machen wir Folgendes, wir tauschen jetzt einfach den Namen aus. Da es jetzt natürlich auch sein könnte, dass dieser Pfad etwas länger ist, mit Punkten unterteilt, also in dieser Form hier. Also unter Umständen könnte es auch sein, dass dieses Start Positions nicht direkt hier wie jetzt hier direkt in dem Skript ist, sondern dass das noch in eine Klasse unterteilt ist und diese Klasse dann hier im Testskript verwendet wird oder in einem anderen Skript verwendet wird. Dann könnte sich auch so eine Struktur hier ergeben, also player.positions.startPosition. Und jetzt wollen wir nur das ersetzen und suchen dann dieses Use Player Position von hier aus. Also das heißt, nur der letzte Teil darf ersetzt werden, nicht das Ganze. Jetzt machen wir es folgendermaßen.
Man könnte das natürlich mit Replace machen, da läuft man aber Gefahr, dass unter Umständen auch ein anderer Teil irgendwo anders ausgetauscht wird, der dann gleich ist mit dem, was man sucht. Deswegen habe ich es hier so gemacht, dass ich hier den String splitte in einen Array und dann nur den letzten Teil Start Position, also hier den letzten Teil, durch Attribute Bool Property ersetze. Und dann ergibt sich daraus dann eben zum Beispiel Use Start Position. Gut, und dann hätten wir alles, was wir brauchen. Wir können also danach suchen. Vorher müssen wir dieses Array wieder zu einem String zusammenbauen mit Join. Und dann können wir hier mit Property Serialized Object Find Property danach suchen, nach diesem Ausdruck zum Beispiel, nach diesem Pfad zum Beispiel. Wenn er so ist. In unserem Fall ist er ja nicht so kompliziert, sondern da ist er ja nur so. Ne? Und wenn das jetzt der Fall ist, also wenn das funktioniert hat, dann ist Property Value ungleich Null und dann können wir das Enable zuweisen mit Property Value Bool Value. Also dann wissen wir, ob dieses Checkbox geklickt ist oder nicht. Und das Ganze können wir zurückgeben und dann wird einfach nur in der überschriebenen Methode onGUI geschaut, ist es angeklickt, die Checkbox. Also diese Methode wird abgefragt, dann wird das Property Field gezeichnet und wenn nicht, dann nicht, dann sieht man es nicht. Und hier wird die Höhe von dem Feld noch verändert, indem man hier fragt, wenn das gezeichnet ist, da wird die gleiche Methode wieder genutzt. Dann gibt mir die Property-Höhe, also die Höhe, die es hat, wenn es gezeichnet ist. Ansonsten gibt mir minus Standard Vertical Spacing, also das heißt, die Zeile ist weg. So, und das ist eigentlich schon alles. Mehr ist es nicht, aber durchaus nützlich, würde ich sagen. Und wenn ihr es gebrauchen könnt, dann könnt ihr das Skript auch einfach runterladen auf meiner Patreon-Seite. Ihr braucht dazu nicht Unterstützer sein. Das Skript ist kostenlos und ihr findet den Link unter dem Beitrag. Also dann, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Hier kommen immer wieder interessante Sachen. Es lohnt sich, das kann ich euch versprechen. Also bis dann, zum nächsten Mal. Ciao.